Golferparadies ist. Guck mal hier. Golfers Paradise. Alles grün. Fun Fact. Ja, Golf wurde hier erfunden. Taste of Scotland. Whisky. And Craft Beer. Machen wir gleich rein oder später? Aber wir können da vor allem echt leckere Sachen probieren. Ich habe da schon mal, Dann gehen wir voll nach Hause, oder wie? Ja, als ich den Whisky für dich gekauft habe, habe ich, nee, nicht Whisky, Gin, habe ich circa 4 verschiedene Gins probiert und habe mich dann übelst voll gefühlt, weil man kriegt immer so kleine Schnapsgläser. Und dann hat er gesagt, ach, probier doch noch den, ach, probier doch noch den, guck mal, den habe ich auch noch da. Und dann habe ich voll angedudelt nach Hause. Okay, das ist dann unser Ziel für morgen, glaube ich, morgen Abend. Tasty. Alles voller Schnee. Hoffentlich ist der Parkplatz irgendwie befahrbar. Straßen anstellen. Tschüss, Bumba. Ready to go. Wie hieß das? Lynn of D. Ja, Lynn of dann D. auf die. Mal sehen. Los geht's. Kameraswitch. Für die andere war es zu nass. Gehen wir hier lang, ne? Ja. Geht's? Wer steht denn da neben uns? Das ist ja süß. If you think this is slow, wait until we go uphill. Und er scheint Entenliebhaber zu sein. Ja, Auf jeden Fall. kann man kaum erkennen. Aber süß, ich dachte schon, der hätte einen Strafzettel oder so vergessen Nein. abzunehmen.
Der hat jetzt hier einen Pfund hingeklebt. Drunter geklemmt. Pumba ist auch noch da. Pumba geht's gut. Ready to go. Almost. Ich nutze noch diesen Salzspiegel. Ich hoffe, ich habe alles. Der ist so voller Salz, der Pumba. Ja, übelst reingefroren. Sag doch Kühlschrank. So, heute geht's zum grünen Loch. Wusste ich noch nicht. Okay. The Green Loch heißt Dann das. gehen wir mal zum grünen Loch. Geschafft. Und er ist immer noch grün. Trotz ohne Sonne. Ja, da hinten ist auch zugefroren ein bisschen. Wow. Kein Handtuch eingepackt, ne? Nee. Das ist echt schön gemacht. Morgen. Hallo. Wir stehen gerade hier auf dem Parkplatz und warten, bis es losgeht. Ich bin ganz aufgeregt. Was machen wir denn heute? Wir gehen zu den Rentieren. Oh ja. Ja, wir werden jetzt so eine halbe Stunde dahin wandern und dann sehen wir hoffentlich ganz viele Rentiere. Ja. Wie sie alle nachkommen. Die Karawane zieht weiter. Hey, so fast. Na du Stylebombe? Das ist so schön. Das ist so schön. Guck dir mal die ganzen schönen Rentiere an. Sind alles Damen. Ja. In dem Gebiet sind nur Weibchen. Und es sind Babys dabei. Genau. Ganz klein. Ein halbes Jahr alt. Oh, der schrubbert aber ganz schön. Oh, die sind so goldig. Oh, so schön. Ich bin noch glücklicher mit dem Tag,
weil es so schön war mit den Rentieren. Wir haben ewig lang gequatscht mit dem Guide, der hat uns so viel erzählt über das Geweih. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Weibchen auch so riesige Geweihe haben. Und dass sie das jedes Jahr verlieren. Und dass sie das jedes Jahr verlieren, sowohl Männchen als auch Weibchen. Aber warum? Wegen Energie einsparen, oder? Genau, wegen Energie einsparen, weil der Körper, also er meinte, das schwerste Geweih hat 12 Kilo gewogen und dann kommt ja noch Schnee drauf. Wow. Der Körper muss sich schützen vor der Kälte und deswegen wirft man einfach Ballast ab sozusagen. Und im Frühjahr wächst es dann wieder. Aber wer natürlich als erstes sein Geweih verliert, ist dann auch untergeordnet in der Gruppe, weil wird natürlich von denen dominiert, die weiterhin ein großes Geweih haben. Die sind dann so wie du mit deinem Outfit. Underrated. Wir sind in Aberdeen. Yeehaw! Aberdeen. Food truck. Yeah, Aberdeens oldest pub. Morgen. Ich bin noch ganz mit Schlaf. Hast du auch was gemacht? Ja. Ja, ein bisschen. Und ich bin trotzdem noch mit. Ja. Auch wenn ihr hier viel später aufsteht. Wenn die Sonne erst um 9 aufgeht, kein Wunder. Kann auch sein, dass die 10 so groß waren und hier nicht reingepasst hatten. Na, da müssen wir noch mal in den Schrank. Ah, da ist die 10. Juhu. Was haben wir denn? Ah. Fritz. Stonehaven Sheriff Court Building. Aha. Hat aber ein schönes Gebäude, der Sheriff. Bist du bereit? Rittersmaid? Ich bin bereit. Unglaublich, ey. Was die damals gebaut haben. So geil. Aber guck mal, was für eine schöne Aussicht da ist. Auf der anderen Seite komme ich wieder raus. Guck mal. Wie verrückt. Der hat sich einen Löwen als Haustier gehalten. In diesem kleinen Areal. Ja, da hinten. Das war die Küche. Der Raum war voll mit Teppichen an der Wand und Porträts
Und jedes Fenster hatte schon Scheiben, Glasscheiben. Und ja, der Raum war einfach der Dining Room. Ja, hier wurde gespart. Hier haben sie getafelt, die Ritter. Und Feste gefeiert. Ja, und hier, ich glaube, hier wurden dann nur die Betrunkenen eingesperrt. Ja, das muss doch. Abgelegt. Ja, wahrscheinlich. Ah, die Brauerei, wichtig. Gutes Bier ist wichtig. Drei Räume hatten die, um zu brauen und aufzubewahren. Ja, die mussten auch alle versorgt werden. Ja. Sind wir jetzt beim Puppentheater? Ja. Noch ein kleiner Küstenwanderweg. Ja, Mal gucken, wie lange es noch aushält ohne Regen. wir sind positiv gestimmt. Ja. Beeindruckend, wie rot die Felsen sind. Ne? Ja, übelst krass. Ja, wir waren gestern beim Donata Castle. Castle. Und da lag so viel Plastikmüll rum. Am Strand unten. Und den haben wir eingesammelt und ich habe dann so, da war so eine weiße Plastikverpackung und ich dachte erst, das ist wie nennt man das, eine Pumpe, eine Insulinpumpe von Diabetikern. Und dann habe ich es aufgehoben und dann waren es einfach AirPods. Ja, die Ja. funktionieren. Die funktionieren, die wir Die jetzt in gefunden Tina haben. ihren Besitz übergewandert sind. Genau, wir haben alles in den Müll geworfen und dann eben dabei gemerkt, dass es Das keine war- Insulinpumpe ist. Das war das Bad Karma. Derjenige, der seinen Müll dahin geschmissen hat, hat seine AirPods gleich mit verloren. Ja. Ich finde es so toll, dass da diese ganzen Steine und Muckel noch in den Felsen drin sind. So, nach einer etwas anstrengenderen, rutschigeren Schulterei bin ich unten.
habe nämlich kein Proviant dabei. Ich bin doch nicht hangry, alles gut. Das sagt sie, aber ist es schon. Nee, ich komme nur so ein kleines Fingerchen. Gebt dem Affen Zucker und habt eine schöne Zeit. Ja, ich habe Hunger. Ich kann nur sagen, kommt auf jeden Fall nach Schottland, ist super schön. Wir waren vor 3 Jahren schon mal hier, aber jetzt haben wir irgendwie mehr Zeit, um alles anzugucken. Tschüss.